Hallo ihr Lieben, im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich einfarbige und mehrfarbige Farbverläufe mit Aquarell mache und macht dabei natürlich gerne mit, also holt eure Pinsel, eure Farben raus und lasst uns loslegen. Hier seht ihr mein ganzes Material, mein vorbereitetes Papier, meine Farben. Wir werden erst 4 Übungen machen und dann ein kleines Bild auf der rechten Seite malen. Dazu habe ich noch 2 Wassergläser, ein Papiertuch, um meine Pinsel abzutupfen zwischendurch. Und meine ganzen Materialien findet ihr nochmal wie immer unten in der Infobox wieder. Dann fangen wir mal an mit einem einfachen Farbverlauf, heißt mit einer Farbe, die oben kräftiger ist und nach unten hin immer schwächer wird. Dazu nutze ich hier die Nass-in-Nass-Technik. Achte darauf, dass das Papier gleichmäßig nass ist und keine Pfützen entstehen. Dann gehe ich oben mit relativ viel Farbe rein und ziehe das schon mal nach unten. Und ihr seht schon, dabei wird die Farbe schon automatisch ein wenig schwächer. Zwischendurch nehme ich immer mal wieder frische Farbe auf und ziehe diese nach unten. Ihr seht, so entsteht ein schöner Verlauf und je weiter nach unten ich komme, wenn ich neu ansetzen will, tupfe ich immer die Farbe ein wenig vom Pinsel ab. Nun kommen wir zur zweiten Möglichkeit, da gehe ich gleich mit der Farbe auf das trockene Papier rauf. Zwischendurch tupfe ich meinen Pinsel ein wenig ab und feuchte ihn wieder mit sauberem Wasser an. Und dann gehe ich nochmal mit frischer Farbe oben rein und ziehe diese wieder nach unten runter, tupfe meinen Pinsel ab, spüle ihn gegebenenfalls nochmal aus und zeichne den Verlauf unten hin weiter. Nun kann ich von oben nochmal mit dem sauberen Pinsel, der nicht allzu nass sein sollte, rübergehen und den Verlauf bis nach unten hin weiter durchziehen, damit man einen gleichmäßigeren Verlauf bekommt. Bei 2 Farben mache ich meistens oder bei mehr Farben die Nass-in-Nass-Technik, wie ihr beim ersten Mal gesehen habt. Dafür feuchte ich das Papier so weit an, dass es halt überall gleichmäßig feucht ist, aber keine Pfützen entstehen. Bringe die erste Farbe in die obere Hälfte ein. Wasche den Pinsel aus, nehme die zweite Farbe und bringe sie in der unteren Hälfte ein. Dabei achte ich darauf, dass ich dabei die beiden Farben noch nicht so ineinander male. Nun wasche ich den Pinsel aus und male über die Mitte so ein bisschen rüber, sodass sich die beiden Farben schon mal ein wenig vermischen. Mit einem ausgewaschenen, sauberen Pinsel, der ein bisschen feucht noch ist, gehe ich nun von Gelb ins Blaue rein und mache dies wieder mit einem angefeuchteten, sauberen Pinsel vom Blau ins Gelbe rein. Somit bekomme ich dann halt diesen Verlauf zwischen den beiden Farben hin. Kommen wir nun zum größeren Teil. Wichtig ist, wenn ihr einen größeren Farbverlauf macht, also ein größeres Format, nutzt auf jeden Fall auch einen größeren Pinsel, denn das macht euch das ein wenig einfacher. Eigentlich funktioniert das wie bei den zweifarbigen Farbverlauf auch. Erst bringe ich die Farbe ein, rechts wieder ganz dunkel und lasse die nach links hin ein bisschen schwächer werden. Anschließend wasche ich den Pinsel aus und bringe die zweite Farbe in der Mitte ein. Da tupfe ich schon mal ein wenig Farbe von meinem Pinsel ab, weil das zu intensiv war. Und male das schon mal ein wenig ins Gelb hinein und ziehe die Farbe auch wieder, wie das Gelb auch, leicht nach links weiter, bevor ich dann mit dem Blau auf der ganz linken Seite weitermache. Das Blaue male ich links wieder relativ stark und ziehe das langsam, wenn ich schon weniger Pigment am Pinsel habe, in das rosane oder beziehungsweise pinke hinein. Anschließend tupfe ich meinen Pinsel sauber und trocken. Wie ihr seht, das sollte nicht passieren, aber das kann man relativ leicht wieder reparieren.
Und mit einem sauberen Pinsel kann ich dann auch von den einzelnen Farben wieder hinübergehen. Denkt halt dran, dass ihr den Pinsel zwischendurch auswascht und dass der nicht zu nass sein sollte, wenn ihr da reingeht. Probiert natürlich auch gerne zum Beispiel mal einen Flachpinsel aus, wenn ihr Farbverläufe macht, gerade große Farbverläufe. Ich persönlich bekomme das mit einem Flachpinsel nicht ganz so gut hin. Aber schaut da einfach, was euch da besser liegt und wie ihr besser zurechtkommt. Bei diesem Farbverlauf feuchte ich auch wieder das Papier vorher an. Wie gesagt, achtet darauf, dass keine Pfützen entstehen, denn dann bekommt ihr relativ schlecht einen gleichmäßigen Farbverlauf hin. Ohne dass jetzt so zum Beispiel bestimmte Aquarelleffekte entstehen, die ihr bei einem gleichmäßigen Farbverlauf nicht haben möchtet. Hier habe ich mich für ein dunkles Grün entschieden, weil ich so eine kleine Waldlandschaft machen möchte. Ihr könnt natürlich die Farbe nehmen, die ihr möchtet für dieses kleine Beispielbild. Nun, wo ich relativ weit unten angekommen ist, mache ich meinen Pinsel ein bisschen sauber, sodass nur noch wenig Pigment am Pinsel ist und kann von hellen wieder ins dunklere reingehen. Wie gesagt, beim Flachpinsel bin ich noch nicht ganz so geübt, aber ich wollte diese Methode trotzdem mal zeigen, weil ich denke, vielleicht ist es für den einen oder anderen doch ein wenig einfacher, weil das ist ja individuell, also probiert das einfach mal für euch aus. Nun habe ich das Papier trocknen lassen, wie ihr seht, wellt es sich trotzdem ein wenig, aber das macht nichts, denn jetzt male ich mit einem kleineren Pinsel ein paar Details ein. Hier seht ihr ihn. Und dazu nehme ich jetzt die Farbe sehr konzentriert sozusagen, also viel Pigment, wenig Wasser und male einen kleinen Hügel ein und darauf so ein paar Bäumchen. Und so könnt ihr ganz einfach kleine, schöne Bilder machen oder auch zum Beispiel Postkarten, dass ihr da zum Beispiel noch was draufschreibt. Und an Motiven sind da natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Und malt einfach so viel Bäumchen ein, wie ihr möchtet. Ich habe mich für relativ wenige entschieden, weil ich auch nur eine Ebene gemacht habe. Wie ihr gemerkt habt, ist es gar nicht so schwer, wie man sich das anfangs vorstellt. Ich finde es einfach nur wichtig, einfach auch mal verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, denn vielleicht liegt das eine besser als das andere und man kommt damit besser zurecht. Also seid mutig und probiert auch mal andere Sachen aus, andere Methoden aus. Und wenn euch das Malen mit Aquarell interessiert, schaut super gerne in diesen beiden Videos vorbei. Da gibt es noch mehr zum Thema Aquarell. Und zum Thema Tiere malen und zeichnen, dazu gibt es noch mehr auf meinem Channel. Ja, und wie immer würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr dann ein Like gebt und schreibt auch super gerne einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wie gesagt, in eins von diesen hier vielleicht. Bleibt bis dahin natürlich kreativ. Bis dann, tschüss!